Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute zeige ich euch, wie man rote Beete süß-sauer einlegt bzw. einkocht und sie anschließend für einen Matjes-Salat verwendet. Dafür habe ich hier ein echtes Prachtexemplar von roter Beete, das erst einmal gekocht werden muss. Also ab in einen Topf, Wasser drauf, eine Prise Salz dazu und auf dem Herd zum Kochen bringen. Essig wird nicht verwendet. Kleine Beeten brauchen etwa 45 Minuten, bei dieser Größe dauert es aber mindestens eine Stunde, bis sie gar ist. Ist die Zeit um, testen wir, ob die Beete gar ist. Wenn sie vom Zahnstocher fällt, ist sie perfekt. Dann lassen wir sie auskühlen. Die Haut lässt sich mit ein bisschen Haushaltspapier ganz leicht abreiben, aber Wurzel und Blattansatz müssen noch mit dem Messer abgeschnitten werden. Jetzt wird geschnippelt. Ich schneide die Beete absichtlich auf einem Teller in Stücke, da dieser leichter zu reinigen ist als ein Schneidebrett. Für meinen Matjes-Salat habe ich mich für 1 cm große Würfel entschieden. Erst in Scheiben schneiden, dann in Stifte und die dann in Würfel, so geht's. Natürlich könnt ihr die Beete auch in andere Formen schneiden. Geriffelte Scheiben sehen zum Beispiel toll aus. Diese Würfel stellen wir erst einmal beiseite und bereiten den Kochsud vor. Übrigens, die Beete wog 314 Gramm. Das gleiche Gewicht an Sud wird vorbereitet, weil das immer gut klappt. Hier kommt meine wirklich sehr einfache Sudformel. 3-2-1. Also 3 Teile Wasser, 2 Teile Essig, 1 Teil Zucker. Für 300 Gramm Sud nehme ich 150 Gramm Wasser, 100 Gramm Essig und 50 Gramm Zucker. Man kann den Zucker auch reduzieren, aber ganz darauf verzichten würde ich nicht, sonst wird es einfach zu sauer. Außerdem kommt noch ein Viertel Teelöffel Salz dazu. Den Sud bringen wir zum Kochen. Während der Sud köchelt, bereite ich die Gläser mit Gewürzen vor. Sie sind frisch aus der Spülmaschine und schön steril. In jedes Glas kommt ein halbes Lorbeerblatt, mehr mag ich nicht, ein Teelöffel Senfkörner, 1 bis 2 Nelken und je nach Glasgröße 1 bis 2 Wacholderbeeren, die ich aufreiße, damit sie ihr Aroma schneller abgeben. Frisch gemahlener Pfeffer kommt auch noch dazu. Nun verteile ich die rote Beetewürfel in die Gläser. Und, oh Schreck, es ist zu wenig Beete. Kein Problem, ich verteile einfach die Würfel und Gewürze aus dem kleinsten Glas auf die anderen Gläser. Perfekt ist niemand und Improvisation gehört zum Kochen dazu. Der Sud kocht nun und wird über das Gemüse gegossen. Passt genau. Die Gläser werden verschlossen und zur Haltbarmachung eingekocht. Keine Angst, das ist einfacher als es klingt. In eine Pfanne kommt Wasser, darauf ein Metallsieb oder ein Tuch und darauf die Gläser. Bei niedriger Temperatur 30 Minuten simmern lassen, dann abkühlen. Jetzt heißt es warten. 7 Tage, bis die Beeten durchgezogen sind. Danach mache ich einen Matjes-Salat. Doch zunächst muss ich erstmal das Glas öffnen. Durch das Einkochen hat sich wirklich ein sehr starkes Vakuum gebildet. Die Matjes werden in knapp 2 cm breite Stücke geschnitten, zusammen mit 1 bis 2 Gewürzgurken und falls vorhanden eingelegten Zwiebeln. Neue Zwiebeln gibt es im Sommer ja noch nicht, da sie ja noch wachsen müssen, also nehme ich Frühlingszwiebeln, die außerdem den Vorteil haben, etwas milder zu sein. Das gleiche gilt für Äpfel, weswegen ich ganz einfach darauf verzichte. Und jetzt kommen die gut abgetropften roten Beeten dazu. Wer mag, gibt etwas Mayonnaise dazu, man kann aber auch Crème fraîche verrührt mit griechischem Joghurt nehmen. Alles wird untergerührt und abgeschmeckt. Perfekt. Dazu gibt es bei uns immer Pellkartoffeln. Eigentlich bin ich kein großer Matjes-Fan, aber dieser Salat hat meine Meinung geändert. Der Matjes ist mild und harmoniert wunderbar mit dem leicht erdigen und dem süß-sauren Geschmack der roten Beete. Vielleicht probiert ihr dieses Rezept ja einmal aus. Hier ist die Zutatenliste, die ich wie immer vorlese.
300 Gramm rote Beete, 150 Gramm Wasser, 100 Gramm Essig, 5% Säure, 50 Gramm Zucker, ein Viertel Teelöffel Meersalz. Gewürze: 1 bis 2 Lorbeerblätter, 2 bis 3 Nelken, 3 Teelöffel Senfkörner, 2 bis 3 Wacholderbeeren, Pfeffer aus der Mühle. Matjessalat: 250 Gramm Matjes, 100 Gramm eingelegte Gurken, 20 Gramm Zwiebeln bzw. Frühlingszwiebeln, 40 Gramm Mayonnaise oder jeweils 1 Esslöffel Crème fraîche und Joghurt, 150 Gramm eingelegte rote Beete, 2 Frühlingszwiebeln, dazu reicht man Pellkartoffeln. Viel Spaß beim Einkochen und wie immer guten Appetit!